Wie wählt man den richtigen Holzleim aus und warum gerade Holzleim von Titebond? Eine große Auswahl für spezielle Klebeanforderungen, egal ob ihr Möbel aus Massivholz, Laminat oder Furnier kleben möchtet, ob ihr Modellbauer, Heimwerker oder Profis seid oder ob ihr Musikinstrumente herstellt. Von Sekundenklebern bis hin zu Klebstoffen mit langer Öffnungszeit. Klebstoffe für Außen und Innen, alles mit einer hochfesten Klebeverbindung. Hallo, ich bin Honza von IGM und in diesem Video sprechen wir über alles, was ihr bei der Auswahl von Holzleim wissen müsst. Die Geschichte der Marke Titebond begann bereits 1935 mit einem Leimkleber, der die holzverarbeitende Industrie revolutionierte. Darauf folgte 1955, als Titebond mit der Einführung des ersten Klebstoffs auf aliphatischer Harzbasis, Titebond Original, einem Holzklebstoff, erneut einen neuen Standard für das Kleben setzte. Es folgten 1991 der erste wasserfeste Kleber Titebond 2 Premium und schließlich Titebond 3 Ultimate, der erste wirklich vollständig wasserfeste Kleber überhaupt. Die Marke Titebond ist definitiv kein Neuling auf dem Klebstoffmarkt. Das war also ein bisschen Geschichte dieser amerikanischen Marke. Nur zur Information, Titebond Klebstoffe sind einer der meistverkauften Marken auf dem amerikanischen Markt. Im Titebond Klebstoffsortiment findet ihr eine Vielzahl verschiedener Klebstoffarten. Jeder, der mit Holz arbeitet, kann aus einem breiten Sortiment auswählen. Und nun zu den Klebern selbst. Klebstoffe lassen sich vor allem in den Außen- und den Innenbereich unterteilen, also in welche Umgebung die Klebeverbindung verlegt wird. Klebstoffe für den Außenbereich, auch Außenklebstoffe genannt, sind für feuchte oder nasse Umgebungen bestimmt und auch für feuchte Innenräume wie Badezimmer und Wäschereien. Klebstoffe für den Innenbereich, das heißt Innenräume, sind für trockene Umgebungen bestimmt, also zum Kleben beispielsweise von Musikinstrumenten, Bilderrahmen oder auch Fugen an Schränken und Kommoden. Alle diese Kleber basieren auf Polyvinylacetat, abgekürzt PVA. Sekundenkleber auf Basis von Cyanacrylat sind eine eigene Kategorie. Sekundenkleber sind für den Innenbereich bestimmt, sie sind nicht für den Einsatz im Freien oder dort geeignet, wo Feuchtigkeit wahrscheinlich ist. Klebstoffe unterscheiden sich auch in der Öffnungszeit und in der Montagezeit. Die Öffnungszeit ist die Zeit, in der die verklebten Teile bearbeitet und verschoben werden können. Das heißt, wenn der Kleber noch nicht getrocknet ist. Unter der Montagezeit, manchmal auch Presszeit genannt, versteht man die maximale Zeit, in der die verklebten Teile mit Zwingen fixiert werden müssen. Beim Kleben ist auch die Trocknungszeit wichtig, die von der Umgebungstemperatur und der Art des Klebers abhängt. Während die Standardzeit für die vollständige Aushärtung von PVA-Klebstoffen bei 20 Grad Celsius 24 Stunden beträgt. Eine weitere gute Information über Klebstoffe ist die Haltbarkeitsklasse. Gemäß der Norm teilen wir es in 4 Gruppen ein. Klebstoffe für Innenräume und Räume, die eine maximale Holzfeuchte von 15% zulassen, sind mit der Kennzeichnung D1 gekennzeichnet. Klebstoffe mit der Kennzeichnung D2 sind auch für den Innenbereich vorgesehen, vertragen aber bereits minimale Feuchtigkeit. Die Dauerhaftigkeitsklasse D3 ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich vorgesehen. Diese Klebstoffe halten bereits Feuchtigkeit stand, nicht aber der dauerhaften Einwirkung von Wasser. Für die anspruchsvollsten Verklebungen im Außenbereich werden mit D4 gekennzeichnete Kleber verwendet, die für eine häufige Einwirkung von fließendem Wasser oder Kondenswasser ausgelegt sind. Titebond-Klebstoffe eignen sich zum Verkleben von Möbeln, Musikinstrumenten, Gärungsverbindungen, Holz- oder nicht porösen Materialien. Manche Klebstoffe verkleben neben Holz auch andere Bastelmaterialien wie Stein, Kunststoff, Glas, Stoff, Leder oder Keramik. Lasst uns gemeinsam durchgehen, welcher Kleber wofür verwendet werden soll. Wir stellen zunächst Außenklebstoffe vor und beginnen gleich mit der Top-Kategorie. Titebond 3 Ultimate mit der höchsten Dauerhaftigkeitsklasse D4 wird aufgrund seiner Eigenschaften hauptsächlich im Außenbereich zum Verkleben von Holz, Faserplatten, Hochdrucklaminaten und Spanplatten eingesetzt. Es wird hauptsächlich zum Verkleben von Verbindungen verwendet, bei denen eine Beständigkeit gegen Wassereinflüsse, insbesondere langanhaltende Feuchtigkeit oder fließendes Wasser erforderlich ist. Es eignet sich hervorragend zum Verkleben von Gartenmöbeln, die nicht vor dem Wetter geschützt sind, sondern Regen ausgesetzt sind.
Ihr könnt den Kleber auch im Innenbereich verwenden. Er ist für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln gedacht, also zum Beispiel vom Kleben eines Küchenschneidbretts. Titebond 2 Premium und Dark fallen in die Haltbarkeitsklasse D3 und sind für den Außenbereich gedacht, zum Beispiel für Gartenmöbel unter einem Dach, Vogelhäuschen, Briefkästen, Blumentöpfen und Picknicktische. Aber auch im Innenbereich, in Feuchträumen wie Badezimmer oder Wäschereien. Für die Verklebung dunklerer Hölzer könnt ihr Titebond Dark verwenden. Andere Klebstoffe fallen in die Klasse D2, die für die Verklebung im Innenbereich bestimmt sind. Titebond Original wird häufig zum Kleben von Musikinstrumenten verwendet und weist nach dem Aushärten hervorragende akustische Eigenschaften auf. Es eignet sich auch zum Verkleben von Möbeln, beispielsweise einer Stift- oder Lattenverbindung. Xtend hat die gleichen Eigenschaften wie Titebond Original, verfügt jedoch über eine längere Offenzeit, die ihr zum Verkleben komplexerer Baugruppen nutzen könnt. Liquid Hide basiert auf Glutenkleber und kann auch zum Kleben von Musikinstrumenten verwendet werden, aber im Vergleich zu Titebond Original hat es eine längere Offenzeit und nach dem Erhitzen löst sich die Verbindung. Wenn ihr eine kürzere Fixierungszeit benötigt, zum Beispiel beim Verkleben von Zierleisten, könnt ihr Quick and Sick verwenden. Darüber hinaus hat es eine höhere Dichte und fließt nicht. Alle Klebstoffe haben nach dem Aushärten eine gelbe Farbe. Titebond bietet aber auch Titebond White an, der nach dem Trocknen transparent und farblos ist. Auch das Verkleben von Melamin, Vinyl und HPL-Materialien mit porösen Materialien ist mit Titebond Melamin kein Problem. Kaltfurnieren ohne Durchsickern des Leims? Verwenden Sie Cold Press Veneer. Ihr habt irgendwo einen kleinen Riss oder eine Lücke, dann könnt ihr den sehr schnell aushärtenden Speedset-Kleber verwenden. Titebond All-Purpose ist ein Mehrzweckklebstoff, der in kurzer Zeit hervorragende Festigkeit und starke Anfangshaftung auf Materialien wie Holz, Papier, Stoff, Keramik und anderen bietet. Sekundenkleber sind ein eigenes Kapitel. Er klebt Holz, MDF, Stein, Naturkautschuk, PVC und mehr. Er unterscheidet sich hauptsächlich in der Viskosität. Instant Thin ist der am schnellsten aushärtende dünnflüssige Kleber, mit dem ihr Faserrisse in Holz oder lose Furnierkanten reparieren könnt. Kleber mit mittlerer Viskosität zum Füllen von Hohlräumen in Holz, dafür ist Instant Medium da. Wünscht ihr euch hohe Viskosität, zum Beispiel zum Verkleben von Drehrohlingen, dann verwendet Instant Thick. Zum Verkleben von porösen Oberflächen und komplexen Formen oder zum Füllen von Lücken hilft Ihnen Instant Gel mit hoher Viskosität. So, das war eine kurze Einführung in die Titebond Klebstoffe. Nächstes Mal zeigen wir das Kleben in der Praxis und sprechen etwas mehr über einzelne Kleber. Und auch zum Kleben von Holz könnt ihr euch auf einige Tipps freuen. Liken, abonnieren und bis zum nächsten Mal für 1 Minute. Tschüss!